Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Normalerweise gibt es hier Programmiertutorials. Heute möchte ich dir einfach mal ein paar Custom Attributes zeigen, mit denen man die Standardattribute in Unity prima erweitern kann. Du kannst einige davon kostenlos auf meiner Patreon-Seite runterladen, um sie zu verwenden, davon zu lernen, wenn du magst. Erstmal kurz, was sind Custom Attributes? Dazu schauen wir uns erstmal an, was Attribute überhaupt sind. Mit Attributen hat man die Möglichkeit, Informationen mit dem Code zu verknüpfen. Diese können immer wiederverwendet werden, zum Beispiel die Unity Standardattribute. Execute in Edit Mode sagt, dass dieser Code, diese Klasse bereits im Editor Mode ausgeführt wird. Require Component benennt eine Komponente, die in diesem Skript unbedingt benötigt wird. Wenn man das Skript dann einem Game-Objekt hinzufügt, dann wird diese Komponente, in diesem Fall hier Rigid Body, automatisch hinzugefügt. Serialize Field sagt, dass auch Felder, die nicht public sind, im Editor serialisiert werden sollen. Sie werden dann wie Public-Variablen im Inspektor auch angezeigt. Text Aware lässt Strings als Textfeld im Inspektor erscheinen. Range sorgt für einen Slider im Inspektor mit Min- und Max-Wert natürlich. Header sorgt für mehr Ordnung durch Überschriften. Space sorgt für Zwischenräume im Inspektor. Mit Kontextmenü lassen sich Methoden aus dem Kontextmenü aufrufen. Also das waren jetzt einige Unity Standard-Attribute. Es gibt noch viel mehr. Ich verlinke dir mal dazu was in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu den Custom Attributes. Die funktionieren im Grunde genauso wie die Unity Standard-Attribute. Wir können aber durch Editor Scripts sagen, was genau die machen sollen. Dazu benötigen wir die Klassen Property Attribute und Property Door. Wie genau das funktioniert, habe ich schon in einem anderen Video erklärt. Ich blende dir das einfach mal kurz ein, wenn du dir das nochmal anschauen willst. Nun zu den eigenen Attributen, die du runterladen kannst. Hide if false. Damit kannst du festlegen, welche Properties ausgeblendet werden sollen, wenn ein bestimmtes Bool false ist. Der Name der Property mit dem Bool wird im Attribut angegeben. Disable in Play Mode sorgt dafür, dass dieses Feld im Play Mode nicht verwendbar ist. Mit Property Color kann man die Felder im Inspektor farblich gestalten. Horizontal Line fügt Trennlinien und Label im Inspektor hinzu. Mit Inspector Button erhält man praktische Testbutton im Inspektor, der auch Parameter übergeben kann und nicht wie das Unity Context Menu Attribute nur Methoden ohne Parameter aufruft. Man kann also Methoden direkt aus dem Inspektor testen. Preset legen Standardwerte fest, die man zurücksetzen kann oder aus mehreren auswählen kann. Wie bereits gesagt, du kannst die Attribute runterladen als Unity Package mit oder ohne Testszene. Der Link ist in der Videobeschreibung. Du kannst dir dann genau ansehen, wie das gemacht ist mit den Custom Attributes. Wenn du Probleme hast mit dem Verstehen, schau dir am besten das eingangs erwähnte Tutorial nochmal an. Also dann viel Spaß damit, lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat und bis bald. Ciao.